Das heute ist ein besonderes Video, denn ich habe Zugang zur Alpha des neuen Football Manager 26 bekommen, der noch gar nicht draußen ist. Euch erwarten heute und morgen 2 FM26 Videos, in denen ich einen ziemlich ambitionierten Plan habe, denn ich möchte eine ganze Saison mit Eintracht Frankfurt spielen, euch dabei die ganzen neuen Screens und Features zeigen. Ich will natürlich Erfolg mit Frankfurt haben, ich möchte weit in der Champions League kommen, die Bundesliga gewinnen, was weiß ich was. Und ganz zum Schluss des zweiten Videos, das dann morgen kommt, werde ich euch dann meine ehrliche Meinung zum aktuellen Stand des FM26 sagen. Ja, wir haben in diesem Video genau eine halbe Stunde Zeit, deswegen lasst uns mal keine Zeit verlieren. Ihr wollt den FM sehen, hier ist er. Let's go. Damit sind wir auch schon im Homescreen des FM26 und erstellen unseren ersten Spielstand. Der Screen, in dem wir uns um unsere Datenbank kümmern, hat sich nicht wirklich viel verändert, nur die Schriften, Farben und eben die Möglichkeit, Frauenfußball mit in die Datenbank aufzunehmen, sind hier neu. Ich wähle mir eine ziemlich umfangreiche Datenbank auf und starte rein in meinen ersten Save. Aber bevor wir so richtig reinstarten können, fehlt natürlich noch ein elementarer Schritt. Ich muss mich ins Spiel bringen, ich muss mein digitales Ebenbild im Football Manager erstellen und das machen wir jetzt mal in ein paar kleinen Klicks. Und damit habe ich schon die perfekte Kopie meines realen Gesichts erstellt. So ungefähr zumindest. Sieht doch 1:1 aus wie ich, oder? Im nächsten Screen haben wir dann das erste wirklich neue Feature des FM26. Ich kann hier nämlich sehr genau einstellen, wer ich in der Spielwelt bin, welche Erfahrung ich habe. Bei mir passt leider nur Amateurfußballer, ich habe gerade wieder in der Kreisklasse begonnen. Und welche Mitarbeiterrolle ich vielleicht schon mal eingenommen habe. Ich trage hier als YouTuber einfach mal Kommentator ein, gebe meinem Avatar die beste Coaching-Lizenz und kann jetzt noch meinen Trainingsstil bestimmen. Bei der Eintracht will ich einen ziemlich intensiven Offensivfußball spielen lassen und sehe mich gern selbst als Taktiker. Und in diesem Paralleluniversum bin ich einfach mal belastbar und erfolgshungrig. Ja, damit steht dann auch das Trainerprofil. In diesem FM werden die Attribute bei Mitarbeitern nicht mehr in Nummern angezeigt, sondern in kleinen Texten. Ich bin hier zumindest mal sehr gut in Sachen Führungsqualitäten und habe auch schon einige spezielle Spielweisen, die mich von anderen Trainern abheben und die schon so erstes kleines Storytelling ermöglichen. So, den Punkt haben wir abgehakt. Jetzt geht's aber rein in die Karriere. Okay, da sind wir auch schon im FM26-Portal. Das ist so der zentrale Hub, aus dem hier in diesem neuen FM alles passieren soll. Hier hast du die Nachrichten, hier hast du den Kalender, den aktuellen Stand in der Bundesliga zum Beispiel, die angesetzten Spiele, ein paar News. Zum Beispiel gibt es hier dann die Saisonvorschau von Eintracht Frankfurt, die wir uns auch direkt mal anschauen können. Was sagen denn die Medien über uns? Lass uns mal schauen. Also, Saisonvorschau. Arthur Theat ist hier scheinbar unser bester Spieler. Wir haben ein großes Talent, Ebo Bekir-Iş. Der sieht so aus, der sieht wirklich ganz stabil aus. 16 Jahre jung. Junge, das ist tatsächlich ein ziemliches Talent, muss man sagen. Sehr, sehr gute Attribute für sein Alter. Aber ich merke jetzt schon, dass ich mich ablenken lasse. Was wir leider noch nicht sehen, ist hier eine Aufstellung. Ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich hier sein sollte. Aber es ist Alpha-Content. Das heißt, es kann sein, dass hier noch ein paar Bugs drin sind, die dann in der finalen Version nicht mit dabei sind. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf jeden Bug hier eingehen, weil, wie gesagt, es kann sein, dass die rausgepatcht werden und da möchte ich jetzt keinen zu großen Fokus drauf legen. Ich denke, wir reden eher so über den generellen FM an sich. Ja, dann gehen wir doch einfach mal hier die Nachrichten durch. Was hat unser Vorstand uns zu sagen? Wir sollen Spieler für Verkauf mit Profit verpflichten. Das ist ja genau das, was Frankfurt gemacht hat. Das heißt, sehr realistisch. Zum Beispiel Kolo Muani oder Mamouche oder was weiß ich, wie viele Stürmer, die jetzt mit was weiß ich, wie viel Millionen Gewinn verkauft haben. Das sollen wir auch machen. Gehaltsbudget einhalten ist logisch und konkurrenzfähig in der Champions League sein. Denn wir spielen hier mit der Eintracht auch Champions League. Das ist ja auch ein lizenzierter Wettbewerb im FM26, genau wie auch die FIFA-Wettbewerbe, wie zum Beispiel Weltmeisterschaft, worauf ich dann auch sehr gespannt bin. Ja, ich würde sagen, ich akzeptiere diese Vorgaben hier. Ich habe erstmal Vertrag bis 2027. Zack, sie haben die vorgeschlagenen Vereinsziele akzeptiert. Geil. Damit wird uns jetzt hier auch schon direkt gesagt, dass wir reingehen können in die Taktik. Ich denke, darauf warten wir gleich noch mal ein bisschen. Ich möchte mir jetzt zunächst mal die Mannschaft anschauen, um erstmal zu sehen, was wir hier für Spieler haben, welche Taktik wir überhaupt spielen wollen. Zuständigkeiten. Wir haben hier auch die realen Personen mit dabei, wie Markus Krösche, unser Sportdirektor, der wahrscheinlich sehr, sehr gut ist. Herausragend in Spielerfähigkeiten und Spielerpotenzial beurteilen. Das würde ich aber auch mal sagen. Also, wenn jemand das kann, dann wohl Markus Krösche. Auch hier den Mitarbeiterstab könnten wir jetzt natürlich aufbauen. Ich glaube, da würde ich jetzt erstmal keinen großen Fokus drauf legen. Und dann haben wir hier auch schon die Einführung in den Kader von Eintracht Frankfurt. So, wir kriegen hier eine kleine Einführung von unserem Mitarbeiterstab von Xaver Zembrot. Der sagt uns, Kapitän ist Robin Koch, der ist in der Hierarchie ganz oben, genau wie Mario Götze, unser Vizekapitän. Unsere besten Spieler sind Arthur Theat, Rasmus Christensen und Mario Götze, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist und ich denke, das werden wir dann nochmal selbst beurteilen gleich. Und was wir hier auch schon sehen, sind eben diese Kacheln. Die werden wir im FM26 überall sehen, da kann man dann reinklicken. Das zeige ich euch gleich noch. Für einen starken Kader muss man in jedem Bereich Qualität anstreben. Zudem erfordert es auch eine positive Atmosphäre in der
Mannschaft. Dieses Gleichgewicht ist sehr wichtig, um sportlich erfolgreich zu sein. Sehr richtig, Xaver. Jugendentwicklung sieht auch sehr, sehr gut aus bei der Eintracht, wie es aussieht. Wir haben einige Verletzte. Ja, und hier haben wir dann die Zusammenfassung direkt mal mit diesen Tiles und Cards. Und wenn ich jetzt hier nämlich reinklicke auf erste Mannschaft, dann zack, bin ich in der ersten Mannschaft und kann mich hier mein Team anschauen und mir schon mal überlegen, welche Taktik denn Sinn machen würde. Also, das hier ist unser Kader von Eintracht Frankfurt. Ich habe hier in der ersten Transferperiode die Transfers auch ausgeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier keine Deals machen, erst im Winter. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Video in Folge 2 passieren, werden wir dann vielleicht ein paar Transfers machen, je nachdem, ob wir sie brauchen. Ja, wir sind eigentlich auf allen Positionen ganz okay aufgestellt, denke ich mal, bei der Eintracht. Ich sortiere mal nach Fähigkeit. Wer ist unser bester Spieler laut FM? Das ist Arthur Theat, das ist er hier, der tatsächlich wirklich sehr, sehr gut aussieht, vor allem mental. Ihr seht, hat da ganz, ganz viele grüne Attribute, was immer eine gute Sache ist. Auch im FM 26 werden die Attribute von 1 bis 20 aufgelistet. Auch ein technisch sehr guter Innenverteidiger. Klicken wir hier auf das Spielerprofil drauf, da sehen wir hier, passen mit 15 ist natürlich super. Was mich hier auffällt, ist, dass die Attribute noch in der englischen Reihenfolge sortiert sind. Ich hoffe, das wird dann zur Beta sich ändern, dass wir die wieder in der klassischen deutschen Reihenfolge sortieren können. Zielstrebigkeit zum Beispiel ist in der deutschen Übersetzung immer ganz unten, aber das nur nebenbei. Das sind so Dinge, die sich vielleicht noch ändern können in der Beta. Hier haben wir natürlich auch schon den ersten Hinweis darauf, was noch neu ist im FM 26. Und zwar gibt es ja verschiedene Rollen für In-Ballbesitz und wenn der Gegner Ballbesitz ist. Das heißt, im Ballbesitz ist er vielleicht ein spielaufbauender Innenverteidiger. Macht wohl Sinn bei Passen 15. Und gegen den Ballbesitz kann ich sagen, ist er irgendwie, was weiß ich, absichernder Halbraumverteidiger. Geht also so ein bisschen zur Seite rüber oder sowas. Ich denke, da wird richtig, richtig viel möglich sein. Also da wirst du sehr, sehr kreativ werden können, was diese Dinge angeht. Da freue ich mich drauf, das gleich auch mal auszuprobieren. Da habe ich nämlich noch keine wirklichen Erfahrungen gesammelt hier im FM 26. Ja, sehr, sehr guter Innenverteidiger, kann man nicht anders sagen. Auch Robin Koch ist ein sehr guter Innenverteidiger. Deutscher Nationalspieler, hat 14 Länderspiele gemacht, sieht man hier oben. Transferwert von 36 bis 40 Millionen Euro. Also alle Informationen, die man braucht, hat man hier. 3,5 Sterne Potenzial. Rasmus Christensen, super guter Flügelverteidiger für die rechte Seite. Auch der wird bei uns eine gute Rolle spielen. Mich interessiert, wie gut Rizzo Doan ist, weil der in der Realität gerade ziemlich gut spielt. Ja, auch der ist stabil. Ich denke, also was mir zum einen auffällt, ist, dass wir mental eine sehr gute Mannschaft haben und dass wir aber auch physisch einige gute Spieler haben. Auch ein Johnny Burkhardt hat eine tolle Physis. Das heißt, das passt eigentlich sehr, sehr gut zu dem, was ich zu Beginn dieses Videos gesagt habe, Elias Giri, Ausdauer 18, dass wir ein intensives System spielen wollen. Auch so ein Hugo Larsson zum Beispiel, sehr, sehr, sehr gute Ausdauer. Die Frage ist natürlich, ob wir so ein intensives System auch in 3 Wettbewerben spielen sollten. Wenn wir Bundesliga, Champions League und Pokal spielen, dann könnte es sein, dass sich dann vielleicht Spieler schneller verletzen. Bin sehr gespannt, wie groß der Einfluss von Intensität auf die Verletzungshäufigkeit im FM 26 ist. Könnte sehr frustrierend werden. Das könnte dann auch zur Folge haben, dass wir noch ein paar Deals machen müssen im Wintertransferfenster. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal rein und starten mal unsere Einführung in Sachen Taktik. Also, was wollen wir machen? Ich habe gesagt, ich möchte gerne intensiven Fußball spielen lassen. Deswegen würde ich hier auch mal sagen, ich finde vielleicht so dynamisches Kontern ganz gut mit der Eintracht. Das ist ja auch so ein bisschen das, wofür Frankfurt steht. Dass man vielleicht ein bisschen Druck absorbiert, dann aber mit seinen schnellen Offensivspielern zum Erfolg kommen kann. Wir haben ja auch, also vor allem, wenn du viel Druck absorbieren musst, dann brauchst du gute Mentalattribute und das hat unsere Mannschaft, ja. Das heißt, wir können uns hier jetzt erstmal eine Formation mit Ball aussuchen. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht tatsächlich das 3-4-3 spielen. Ich meine, sowas in die Richtung spielt die Eintracht in der Realität auch. Kann mich da jetzt auch täuschen, bin noch nicht so tief drin, was die Eintracht angeht. Aber die spielt auch gerade aktuell, wenn ich das Video aufnehme. Also vielleicht gucke ich da gleich nochmal rein. Formation ohne Ball. Ich fände es, glaube ich, ganz spannend, wenn wir gegen den Ball ein 4-4-2 spielen würden. Das machen ja auch viele Mannschaften in der Realität, dass sie gegen den Ball ein 4-4-2 spielen und dann mit dem Ball irgendwas anderes, wie Manchester City zum Beispiel. Die haben gegen den Ball 4-4-2 gespielt, Kevin De Bruyne und Haaland pressen vorne und wenn sie den Ball dann haben, dann lässt De Bruyne sich ein bisschen fallen, spielt halt Zehner und Haaland ist der klare Stürmer. Vielleicht möchte ich sowas in die Richtung auch machen, das ist hier erstmal mein erster Entwurf, das wird sich wahrscheinlich gleich noch ändern, aber ja, soweit, so gut. Ich klicke hier erstmal auf Bestätigen. Ich werde in zukünftigen Videos deutlich intensiver auf die Taktik eingehen, wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben in der Beta. Wenn ihr euch das wünscht, schreibt es in die Kommentare oder was genau ihr euch da wünscht. Wir können auch vielleicht mal versuchen, ein paar Taktiken von realen Managern zu rekreieren. Das ist jetzt aber erstmal das, was ich mir vorgestellt habe. Im Taktikscreen des FM26 haben wir 2 Ansichten. Wir haben links die Taktik mit Ball, das ist das hier, da möchte ich gerne 4-2-3-1 spielen und gegen den Ball möchte ich gerne ein 4-4-2 spielen. Das Ganze läuft dann also so,
so, dass Can Uzun, der spielt, wenn wir den Ball haben, spielt er hier Zehner. Und genau da habe ich mir auch so eine neue Rolle im FM26 ausgesucht, und zwar den Halbraumspieler. Der wird sich also immer ballnah bewegen, also immer da, wo der Ball auf Außen ist, geht Can Uzun hin und bietet sich an, um Doppelpässe zu spielen, um da einfach mit zu unterstützen. Und gegen den Ball aber spielt er hier vorne im Sturm, und zwar spielt er einen mitarbeitenden Mittelstürmer. Der wird also ordentlich mitpressen. Hier rechts seht ihr das in der Ansicht. Wir werden also gegen den Ball ziemlich eng zusammenschieben, dem Gegner keinen Platz zwischen unseren Linien bieten und dann eben versuchen zu kontern. Und kontern möchte ich ganz gerne, wenn wir den Ball gewinnen, über unsere beiden Außenspieler, denn die beiden spielen hier mit der neuen Rolle äußerer Umschaltspieler. Das heißt, wenn wir dann den Ball hinten gewinnen, können wir den Ball immer auf die Außen spielen, weil da zum einen Doan auf der linken Seite und Bahoya auf der anderen Seite stehen, um diese langen Bälle entgegennehmen können. Und die haben ja beide ein bisschen Tempo, vor allem Bahoya. Ich glaube, der hat irgendwie Tempo 18 oder sowas. Ja, Schnelligkeit 18, Antritt 16, das sind genau die Leute, die ich brauche. Ohne Ball eine 11, da würde ich mir vielleicht noch mal ein bisschen was Besseres wünschen. Wir haben ja auch die Wahl, dass wir da vielleicht hier Ansgar Knauf spielen lassen könnten. Der ist ohne Ball ein bisschen besser, der hat eine 12 und ist ähnlich schnell. Also da haben wir genau die richtigen Spieler für meinen Spielstil. Das heißt, wenn der Gegner den Ball hat, dann sieht das Ganze so aus. Also wenn der Gegner den Ball jetzt hier im Mittelfeld haben sollte, lassen sich Burkhardt und Uzun ziemlich tief fallen. Bahoya und Doan sind da ziemlich auf einer Linie. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Das ist die erste Taktik, die ich jetzt hier im FM 26 baue, je nachdem auf welcher Seite der Ball dann ist, also auf welcher Seite der Gegner den Ball dann hat, verschiebt unsere Mannschaft. Wenn wir dann ganz tief in unserer eigenen Hälfte stehen, da reingedrückt werden, dann sind Burkhardt und Uzun sehr, sehr tief. Vielleicht, wisst ihr was, ich glaube, ich ändere das direkt und lasse einen der beiden, hier Burkhardt, lasse ich einfach mal zentraler Umschaltstürmer spielen. Und dann können wir mal sehen, wie sich das jetzt hier verändert. Wenn wir hinten den Ball haben oder wenn der Gegner hinten den Ball hat bei uns, dann bleibt Burkhardt nämlich vorne. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir den da als zentrale Anspielstation haben, den Ball klären, dass wir den Ball nicht immer direkt in die Füße des Gegners klären, sondern die Option links und rechts mit Doan und Bahoya haben und dann eben in der Offensive vorne zentral mit Johnny Burkhardt. Ich glaube, das ist ganz smart. So, jetzt müssen wir uns noch Gedanken über die Teamanweisungen machen. Die haben wir nämlich hier in diesem Screen. Und hier haben wir auch Teamanweisungen für den eigenen Ballbesitz und wenn der Gegner dann im Ballbesitz ist. Und wenn man dann auf eine dieser Panels hier klickt, dann sieht man hier immer noch mal eine etwas genauere Erklärung davon, was passiert dann mit der Mannschaft, wie wirkt sich das aus. Zum Beispiel hier die Angriffsbreite können wir dann eben von viel enger Standard und auf breiter stellen. Was hier noch cool wäre, wenn das tatsächlich meine Taktik wäre. Wir spielen mit Ball 4-2-3-1, nicht 4-4-2, aber okay. Und das hier wäre mir dann nochmal relativ wichtig, dass wir das Spiel erstmal über die Flügel aufbauen, also über beide Flügel nach vorne spielen, Spieler auf den beiden Flügeln positionieren sich höher. Das habe ich ja schon über die Taktik gemacht, also über die Spielerrollen. Das forciere ich jetzt hier nochmal über die Teamanweisungen. Wir machen auch Gegenpressing da vorne, also wir haben Spieler, die mental gut sind dann, und auch physisch, dann sollten wir das ausnutzen. Wenn wir den Ball vorne haben, dann gehen wir direkt drauf. Mehr in die Zweikämpfe gehen finde ich auch gut. Pressing-Falle, das ist noch das gleiche wie im letzten FM. Und hier seht ihr dann im Hintergrund auch schon, wie sich das dann leicht verändert, die Positionierung der Spieler. Hier wird jetzt gefragt, ob wir den Gegner beim Spielaufbau stören wollen. Ich sage mal ja, das wollen wir. Okay, und damit habe ich, glaube ich, jetzt hier im Schnelldurchlauf einfach mal meine Taktik gebaut. Bin sehr gespannt, wie das dann gleich funktionieren wird. Wir werden gleich in das erste Spiel gehen, in das erste Bundesligaspiel. Wir haben einen Pokal und dann machen wir gleich das erste Bundesligaspiel. Dann werden wir mal ein bisschen intensiver auf die Taktik schauen, mal gucken, wie gut das dann funktioniert. Was wir auch noch machen müssen, ist die Standards einzustellen. Ich denke, das ist ungefähr das gleiche wie im FM 24. So, wir spielen den Ball auf den kurzen Pfosten, immer zum Tor hin. Wir wollen auch nicht Druck machen, also weniger Verteidiger bleiben hinten. Wir haben auch viele Spieler mit Tempo, also da kommen wir schon hinterher. Defensiv machen wir mal schön Manndeckung hier. Alles andere ist utter woke Nonsense. Wir decken beide Pfosten und ich möchte auf jeden Fall gerne kontern bei gegnerischen Ecken. Elfmeter schießt Johnny Burkhardt, dann Batshuayi und dann Can Uzun, das finde ich okay. Eine Sache, die euch vorher vielleicht auch noch interessiert, sind die neuen Pressekonferenzen und im Grunde haben wir hier keine großen Änderungen. Es sieht alles ein bisschen moderner aus, also die UI sieht ein bisschen besser aus. Was ich mir auch hier gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr Immersion, dass man vielleicht einen Presseraum im Hintergrund sieht oder sowas. Ja, aber man hat hier im Großen und Ganzen, soweit ich das überblicken kann, die gleichen Antworten und so wie letztes Jahr. Hier gibt es keine wirklichen Änderungen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir unseren ersten Kader und unsere erste Mannschaft gebaut und können einfach mal ein bisschen vorangehen. Let's go.
Okay, das DFB-Pokalspiel gegen den FSV 1926 Fernwald steht an, alles klar. Und hier möchte ich euch ein weiteres Feature zeigen, das es im Spiel gibt, und zwar den Sofortergebnis-Button. Gab es im letzten Spiel im Standardskin nicht, den werden wir jetzt mal ausprobieren hier fürs DFB-Pokalspiel, um dann das erste Bundesligaspiel gemeinsam zu machen. Ja, wir klicken mal drauf, schauen, was passiert. Keine Vorgabe verwenden, Mannschaft habe ich aufgestellt. Let's go. Das Spiel ist durch und wir haben 11:0 gewonnen. Okay. Ja, Pech gehabt, Fernwald. 3 Tore Burkhardt, 2 Tore Bahoya, Usun, Skiri, Christen Sendoren haben auch noch getroffen. Also Glückwunsch an uns. Und jetzt gehen wir rein in die Bundesliga. So, das erste Bundesligaspiel steht an. Und das hier ist die Vorschau auf das erste Spiel. 15:30 ist Anpfiff. Wir haben natürlich die offizielle Bundesliga-Lizenz hier mit am Start. Wir sind Favorit hier. 45% tippen auf uns. Ich weiß nicht, Data ist invalid currently. Also keine, die Daten stimmen nicht, was auch immer. Ja, es sind noch keine Spiele gespielt. Dabei sind wir schon am Samstag. Das heißt, das Eröffnungsspiel hätte eigentlich schon laufen müssen. Aber okay. Kawa Santos kann noch nicht spielen. Michael Zetterer hat sich eine Bänderzerrung im Knie zugezogen. Deswegen kann auch der leider nicht spielen. Aber wir haben auch so eine ganz gute Mannschaft am Start. Deswegen gucken wir uns das gleich mal an. Bayern gegen Leipzig, Saisoneröffnung. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel noch nicht war. Normalerweise hätte das am Samstag, am Freitag sein müssen. Oder nicht? Ja, doch hier. 18:30 ist Topspiel. Das ist ein bisschen falsch sortiert. Aber gut, damit gehen wir mal rein und bauen uns unsere erste Elf zusammen. Tja, ins Tor müssen wir dann wohl leider Jens Grahl stellen, weil beide unsere Keeper noch angeschlagen sind. Zetterer setzen wir mal auf die Bank für Siljevic. Ansonsten möchte ich, glaube ich, die Mannschaft so, wie sie hier steht, dann auch spielen lassen. Ja, und damit gehen wir rein ins erste Spiel. Im FM26 hier in der Bundesliga. Bin sehr gespannt. Ich setze mal die Kopfhörer auf, dann kriege ich die gesamte Audio-Experience auch mit, weil auch das Audio in den Spielen wurde angepasst. Da haben wir jetzt besseren Sound. Wurde auch Zeit. Also Sound im FM24 war ziemlich bodenlos. Hier sehen wir nochmal die Mannschaftsaufstellung. Wir haben Nieselregen bei 21 Grad. Bestes Fußballerwetter. Wir sollen Victor Boniface hart tackeln. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Dann ist er auch ganz schnell wieder runter vom Feld. Ich weiß nicht, ob es jetzt angenommen wurde oder nicht, aber okay. Let's go. Team ansprechen. Was sagen wir mal? Geht da raus und sorgt dafür, dass sich keiner fragt, warum wir hier Favorit sind. Alle sind so ein bisschen, es ist denen egal. Und damit geht es los. Also, unsere Mannschaft wird hier in einem 4-2-3-1 angezeigt. Das heißt, die Formation mit Ball wird hier angezeigt. Die Bremer spielen in einem 4-2-3-1, ebenfalls mit Ball, wie es aussieht. Das hier ist die Tabelle. Ich weiß nicht, warum sie zweigeteilt angezeigt wird, aber gut. So, da kommen die Jungs. Hier oben haben wir das offizielle Footage oder die offizielle Matchanzeige der Bundesliga. Die Spieler an sich sind so ein bisschen, naja, das haben wir schon mal in einem Video besprochen. Aber Anpfiff, let's go. Rein geht's ins erste Spiel des FM26 mit der neuen Match-Engine. So, und was wir hier machen können, ist den dynamischen Highlight-Modus anmachen. Das heißt, der FM entscheidet selbst, wie viele Highlights wir sehen. Für dieses Video würde ich es jetzt erstmal bei entscheidend belassen. Und wir gehen hier mal auf die Kamera-Fernsehübertragung. Ja, und damit schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen hier zwischen den Spielen oder zwischen den Highlights kriegen wir hier immer so eine kleine Anzeige. Da sehen wir schon mal so ein bisschen, was hier so passiert. Ich würde aber ganz gerne ein bisschen mehr jetzt von meiner Taktik gleich auch mal sehen. Das heißt, wir warten mal aufs erste Highlight und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann schauen wir doch einfach mal rein. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Also wir sind im Ballbesitz, es ist die 18. Spielminute. Ich habe es jetzt mal kurz auf umfassende Highlights umgestellt, damit wir ein bisschen mehr sehen. Wir spielen uns zum Beispiel im Mittelfeld hin und her. Doan mit der Flanke auf Bahoya. Erster Kopfball. Nicht so schlecht. Und Larsson mit dem Abschluss. Aber das ist einer für Hein. So, jetzt habe ich mal kurz auf die taktische Übersicht umgestellt und stellen wir auf Pause. Da sehen wir hier unsere Jungs, die in einem 4-2-3-1 aufgestellt sind. Hier Skiri und Larsson auf der 6. Theat dribbelt an, legt den Ball links raus auf unseren Flügelverteidiger Elias Baum. Und jetzt seht ihr hier, ich habe nämlich Can Usun als hier Channel-Midfielder oder wie nennt sich das? Halbraumzehner eingestellt. Das heißt, er orientiert sich dann hier in Richtung Ball. Larsson spielt als Box-to-Box-Spielmacher. Auch der geht in Richtung Ball und bietet sich hier an. Das heißt, wir können hier schön im Dreieck spielen. Mal gucken, was Doan draus macht. Er verliert den Ball. Perfekt. Baum jetzt über die linke Seite. Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Bahoya mit dem Kopf. Aber so wird es eher nichts. Also, hier seht ihr es, ohne Ball spielen wir in einem 4-4-2. Wenn Hein jetzt gleich mal den Ball abspielen würde, macht er. Zentral auf Leo Bittencourt. Da wurde unser Zentrum doch jetzt leider sehr, sehr schnell überspielt. Stark rechts raus auf Njinma.
Der versucht den Ball lang zu spielen, aber so wird das dann eher nichts. Also so kriegt er schon mal einen kleinen Einblick davon, wie unsere Mannschaft jetzt hier spielt. Jetzt mit Ball hat sich Can Uzun wieder ein bisschen fallen lassen, spielt hier wieder den Zehner. Ja, und so wird das jetzt das ganze Spiel weitergehen. Ich hoffe, dass wir das jetzt dann auch gewinnen können, weil ich möchte mich im Großen und Ganzen dann schon ganz gerne für die Champions League qualifizieren. So, 23. Minute, jetzt haben wir hier vielleicht mal unsere erste wirklich gute Chance. Rizo Doan kommt über die linke Seite, bringt den Ball rein, zweiter Pfosten, Bahoya mit dem Kopf an den Pfosten! Erste wirklich gute Möglichkeit. Hein war geschlagen, aber der Pfosten rettet die Bremer hier nochmal. Wir schlagen viele Flanken. Ich weiß nicht, ob das so ganz meine Idee ist von dem Fußball, den wir spielen wollen, weil wir haben jetzt nicht unbedingt die Jungs da vorne drin, die als Kopfballungeheuer gelten. Johnny Burkhardt, Bahoya am zweiten Pfosten, der jetzt schon zweimal hier ran musste. Ja, vielleicht sollten wir lieber flach in den Strafraum spielen. Es gibt ja die Option geduldig spielen, vielleicht soll ich das anklicken. Jetzt versuchen wir es mal flach über Uzun und AS Schiri. Der legt den Ball auf Bahoya. Bahoya macht das richtig stark, geht vorbei an seinem Mann und schießt und trifft! Jean-Matteo Bahoya mit dem 1:0. Richtig, richtig guter Abschluss. Prallt der Ball vom Innenpfosten ins Tor. Hier sehen wir nochmal eine andere Kameraperspektive. Schiri auf Bahoya. Ich dachte, der legt den Ball nochmal ab, aber geht einfach vorbei hier an seinem Gegenspieler. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Und der Abschluss, der ist richtig gut. Hein, vielleicht kann er den haben. Ja, schönes Tor. Ja, damit sind wir jetzt schon fast in der Halbzeit. Wir haben 9:4, 9:5 Schüsse aktuell. Es sieht alles in allem ganz gut aus. Oh, Gladbach führt gegen den HSV mit 1:0. Wer hat's gemacht? Rocco Reitz hat das Tor geschossen. Ich bin natürlich für den HSV als HSV-Fan. Jetzt kommt aber Werder vielleicht das erste Mal. Das ist Victor Boniface, der den Ball schön durchsteckt auf Mbangula. Mbangula schießt! Und der ist drin. Da sahen wir nicht so gut aus, ne? Also da, ich weiß nicht, ob das ein taktisches Problem war oder ob wir da einfach schlecht standen. Können wir uns hier jetzt nochmal genauer anschauen. Da passt dann, ja, Christensen passt nicht wirklich auf, lässt Mbangula da weglaufen. Und der Abschluss, ja, da muss Christensen auch das Bein zwischenkriegen. Also sorry, das darf kein Tor werden. Ist dann eher ein individueller Fehler als ein taktisches Problem. Ich gehe hier mit der Grundausrichtung, glaube ich, mal auf kontrolliert hoch. Wir können hier schon ein bisschen mutiger sein. Es ist immer ein Heimspiel und es ist nicht unbedingt ein Gegner, gegen den wir uns verstecken müssen. Jetzt sind wir wieder am Ball in der 47. Minute. Ich habe das Spieltempo gerade mal ein bisschen runtergestellt. Vielleicht ist das ein bisschen realistischer, so wie es aktuell läuft. Schöner Ball jetzt auf Doan. Doan flach ins Zentrum. Johnny Burkhardt mit der Riesenchance. Und den muss er eigentlich machen. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon in der Halbzeit. Bahoya und Mbangula mit den beiden Toren. Wie sieht es in den anderen Spielen aus? Haben wir hier mal einen kleinen Überblick. Das hier sind die aktuellen Spielstände. Gladbach führt gegen den HSV. Die anderen Spiele sind noch 0:0 hier in der Konferenz. Ja. Vieles noch nicht passiert. So Leute, ich merke gerade, dass ich gerade gar kein Audio drin hatte in der Aufnahme. Das heißt, jetzt hört ihr auch was vom Stadion-Sound. Sorry dafür. Ja, ich finde, der Sound klingt an sich schon besser als im FM24. Es ist teilweise noch ein bisschen viel Hall auf Schiedsrichterpfiffen und auf dem Ball, wenn er gespielt wird. Aber ansonsten ist es schon deutlich besser. Jetzt haben wir eine Ecke von Can Uzun. Auf den kurzen Pfosten, genauso wie wir es wollten. Das ist Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt, komm Johnny, mach ihn! Er macht ihn nicht. Bahoya Nachschuss. Und da ist das 2:1 für uns. Doppelpack Jean-Matteo Bahoya. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Eigentlich muss Burkhardt den im ersten Versuch schon machen, aber Hein kann da nochmal drankommen. Leider ziemlich unplatziert von unserem, ich glaube, von unserem teuersten Einkauf dieses Jahr. Ich glaube, Burkhardt, da hat Frankfurt irgendwie 22 Millionen oder sowas für bezahlt. Sehr, sehr schlecht verteidigt von Bremen. Da muss eigentlich einer rauskommen. Da darfst du Burkhardt niemals so freilassen. Hein hält den ersten. Bahoya bleibt in der Situation, macht ihn rein. Schön. So, 60 Minuten sind durch. Vielleicht können wir so langsam mal überlegen, ob wir die ersten Wechsel machen. Ich finde, es sieht alles in allem ganz gut aus. Wir sind hier eindeutig die bessere Mannschaft. Ich glaube, nach dieser Szene hier werde ich mal schauen, wen wir vielleicht rausnehmen. Schauen uns erstmal an, was die Bremer hier machen. Romano Schmid rechts raus auf Justin Jinmar. Der Ball kommt ins Zentrum. Boniface kommt nicht ran. Ich finde alles in allem, so die Spielszenen sehen schon besser aus als im FM24. Die Schatten sind ein bisschen weird in dieser Alpha hier. Ja, die sind ein bisschen zu scharfkantig, wie ich finde. Und dafür, dass es regnet, sind die Schatten auch ein bisschen zu stark. Ja, aber auch das kann dann zur Beta noch gefixt werden. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir mal ein Spiel haben, wo die Sonne scheint oder wo wir mal vielleicht mal ein Flutlichtspiel haben. Das werden wir uns dann hier auch noch anschauen, vor allem wenn es dann in die Champions League geht, auch da mit der offiziellen Champions League Musik und sowas.
Auch das werden wir uns dann noch angucken. Wahrscheinlich erst im nächsten Video. Da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf. So, ich bringe jetzt mal Knauf, Götze und Wahi rein. Ich denke, das sind so meine Wechsel. Sonst können wir mal gucken, ob er immer noch besonders müde ist. Christensen ist schon ziemlich platt. Da können wir nochmal Namdi Collins bringen. Aber ich glaube, mehr als 4 Wechsel möchte ich jetzt nicht machen. Ja, ich hatte jetzt hier leider einen kleinen Bug. Das Spiel ist im Grunde abgestürzt, aber weil es ein Bug ist, der bekannt ist und der dann hoffentlich gefixt ist, habe ich ihn euch nicht gezeigt. Wir haben noch zwei Tore geschossen, nachdem ich dann meine Subs gemacht habe. Das heißt, die haben sehr, sehr gut funktioniert. Ja, haben das Spiel am Ende dann sehr, sehr komfortabel mit 4:1 gewonnen. Das letzte Tor, Rizo Doan, schön in die lange Ecke gezogen. Was mir gefällt hier im FM, ist, dass die Tore, die wir jetzt so erstmal sehen, die sehen, finde ich, echt ganz gut aus. Also jetzt losgelöst von der Belichtung hier in diesem Spiel jetzt mal, finde ich, hat das schon wirklich was und ist ein deutlicher Unterschied. Eindeutig die bessere Mannschaft. Wir können uns hier noch einige Statistiken anschauen. 2,83 Non-Penalty, Expected Goals 0,72. Das ist schon wirklich ziemlich stabil. Ja, damit ist der erste Spieltag dann auch durch. Wir haben Heidenheim, die 0:1 gegen Wolfsburg verlieren, Union Stuttgart 2:2, Gladbach gewinnt 2:0 gegen den HSV, bitter. Borussia Dortmund schlägt St. Pauli und Freiburg gewinnt gegen Augsburg. Und dann haben wir noch die Bayern, die Leipzig schlagen mit 4:2 Doppelpack Harry Kane. Das ist dann noch sehr realistisch. Und auch Christoph Baumgartner trifft. Lass uns mal Harry Kane anschauen, wie gut er hier ist im FM 26. Überraschung, er ist sehr gut. 11,20 Meter. Ja, kann man so machen. Ja, zu Beginn des FM 26 werden viele Leute, die vorher FM 24 gespielt haben, Probleme haben, einige Dinge zu finden. So geht's auch mir. Ich habe nämlich gerade versucht, das Datacenter zu finden. Aber genau an dieser Stelle komme ich oben diese Lesezeichen ins Spiel. Das finde ich ist echt ein ganz nices Feature, weil du dir hier halt Dinge reinlegen kannst, die du dann immer wieder brauchen wirst im FM. Wie zum Beispiel das Datacenter. Und du kannst dir diese Lesezeichen dann auch noch als Hotkeys auf die Tastatur legen in der PC-Version. Das heißt, ich kann jetzt hier Steuerung 5 drücken und zack, bin ich nicht im Datacenter. Ich kann jetzt Shift 5 drücken und zack, bin ich im Datacenter und kann mir anschauen, wie das letzte Spiel gelaufen ist. Das hier ist jetzt aber noch das Spiel gegen Hardenberg, also das Spiel gegen Werder. Das wurde noch nicht analysiert von unserer Abteilung. Ja, hier kann man sich dann wie auch im letzten FM die Daten anschauen. In den nächsten Wochen ging es dann weiter mit der Bundesliga und das erstmal mit Erfolg. Gegen Hoffenheim reichte diese schöne Szene, um verdient mit 1:0 gewinnen. Christensen auf, schon wieder, Bahoya und wir standen nach 2 Spielen mit 6 Punkten ganz oben in der Tabelle. Eine Sache, die mir im FM 26 bisher wirklich ziemlich gut gefällt, ist die Simulationsgeschwindigkeit. Man kommt wirklich ziemlich schnell von Spieltag zu Spieltag und das, obwohl ich hier wirklich eine ziemlich große Datenbank eingestellt habe. Da war ich ein bisschen besorgt vorher, aber das scheint sehr gut zu laufen. Tja, und unser nächstes Spiel war dann das Match gegen Bayer Leverkusen, die bisher 3 Punkte geholt haben. Gegen Hoffenheim gab es im ersten Spiel 0:2. Das sind die wir ja gerade geschlagen haben. Ja, Leverkusen wird sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball die gleiche Formation spielen. Sehr kreativ, Herr Hjulmand. Und sie werden voraussichtlich ein Tiki-Taka spielen, wenn man unserer Analyseabteilung glauben will. Das bedeutet, dass sie in engen Räumen mit ihren technisch guten Spielern Lösungen finden wollen. Das ist ja eigentlich genau das, was wir mit unserer sehr aggressiven und engen Herangehensweise gegen den Ball bekämpfen wollen. Wir spielten bei Flutlicht und leichtem Regen. Hjulmand und ich gaben uns die Hand und Anpfiff. Und leider dauerte es nicht lange, bis es 0:1 stand. Die Ecke von Alejandro Grimaldo kam rein, André stand an der richtigen Stelle und macht das 1:0. Das war dann auch der Halbzeitstand. Wir wurden hier alles in allem komplett an die Wand gespielt. Ja, die Herangehensweise gegen Ball funktionierte entgegen meiner Erwartung leider so gar nicht. Das heißt, zur zweiten Halbzeit musste ich mir was einfallen lassen. Ich stellte gegen den Ball auf ein 4-2-3-1 um das Zentrum noch ein bisschen enger zu machen und ließ meine Außenspieler dann auch noch mitarbeiten. Vielleicht reicht das dann ja, um das Leverkusener Spiel ein bisschen zu stören. Außerdem habe ich den bis dahin schwachen Wahi runtergenommen und habe ihn durch Batshuayi ersetzt. Jonathan Burkhardt konnte nicht spielen, weil der noch Nachwirkungen einer Lebensmittelvergiftung hatte. Liebe Grüße an den Mannschaftskoch. Tja, und das funktionierte erstmal. Von Leverkusen kam jetzt nicht mehr viel. In der 63. Minute fing Christensen dann einen langen Ball ab, legte auf Usun und der machte nach einer schönen Ballmitnahme das 1:1. Aber, tja, nach nur 2 Minuten gab es die erneute Ernüchterung. Jens Grahl sah beim Abschluss von Fernandes wirklich nicht sehr gut aus und wir lagen wieder hinten. Unsere Mannschaft aber zeigte Moral. Nachdem eine Ecke in der 82. Minute geklärt wurde, blieben wir in der Aktion. Ein schöner Ball auf Wahi, der traf aber leider nur den Pfosten. Doch der eingewechselte Götze war da. Er machte den erneuten Ausgleich und wir holten in Leverkusen ein gutes 2:2. Vor allem, wenn man mal auf die Statistiken guckt, das Spiel hätten wir eigentlich verlieren müssen. Ja, ich schieb's einfach mal auf meine sehr schlauen taktischen Änderungen, dass wir das Spiel jetzt nicht verloren haben. Wir stehen damit jetzt nach 3 Spielen auf Platz 2 hinter Borussia Mönchengladbach, die im Gegensatz zur Realität hier einen sehr, sehr guten Saisonstart gehabt haben. Bayern München steht nur auf dem 4. Tabellenplatz, die haben schon ein Spiel verloren gegen Augsburg mit 2:4. Unser nächstes Spiel werden wir dann in der Champions League spielen, die ja, wie gesagt, auch voll lizenziert ist. Bin schon sehr gespannt, wie das dann aussieht. Das
Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge und da will ich die gesamte restliche Saison spielen mit dem Wintertransferfenster. Das heißt, da sehen wir dann auch mal, wie das Scouting funktioniert, wie die Transfers funktionieren. Das ist dann für euch wahrscheinlich auch mal ganz spannend zu sehen. Ich freue mich drauf. Lasst ein Abo da, wenn ihr das morgen nicht verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.